Celebration. Deine Zellen, dein Weg. Hi und herzlich willkommen bei Celebration. Heute treffen wir einen tollen Menschen, nämlich Professor Sehuli. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Sie haben ja so viele Titel, die kann ich mir unmöglich merken. Vielleicht wollen Sie die einfach mal selber sagen. Also meine Mutter hat mich Khaled Sehuli benannt und sollte eigentlich Khaled heißen, weil meine Eltern aus Tanger, aus dem Norden Marokkos kommen, aber meine Mutter als Analphabetin nicht schreiben konnte und ihre Freundin nach Khaled fragte und sie dachte, Khaled müsste man so wie Juan Carlos wahrscheinlich schreiben und schrieb Khaled. Aber ich bin Khaled Sehuli, Direktor an der Frauenklinik hier an der Charité und ja, Arzt, Wissenschaftler und Weltbürger. Das ist so, wo ich mich am meisten wiederfinde. Sehr schön. In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine interessante Parallele aufgefallen. Wir haben nämlich beide Väter, die mit dem Schiff nach Europa kamen und kein Wort Deutsch konnten. Absolut. Das fand ich ganz interessant. Mein Papa kam ja aus Indien und hat Maschinenbau dann in Deutschland studiert und konnte wirklich, also null, der konnte nicht Ja und Nein. Und kam mir an und hat dann immer gesagt, der hat in der Fabrik dann gearbeitet als Vorbereitung auf sein Maschinenbaustudium und hat gesagt, er hat in dieser Fabrik und beim Fernsehen Deutsch gelernt. Interessant, weil da ist eine zweite Parallele, weil mein Vater hatte sich politisch etwas engagiert, damals kurz nach der Unabhängigkeit Marokkos und musste eben das Land verlassen. Und meine Mutter damals sagte ihm, du musst nach Spanien. Nach Spanien? Er ist dann zum Platz des Alten Marktes gegangen und hat sich damals einen Vertrag gekauft bei einem Impresario. Wissen Sie, was ein Impresario ist? Also so ein Dealer, ein Händler oder was? Oder? Genau, das ist Ja. ein Händler von Künstlern, Zirkusakrobaten. Ach so, ja. Weil viele Künstler aus dem Zirkus kamen aus dem Norden Marokkos. Und das war die Voraussetzung, damit er überhaupt einen Pass kriegt und hat dann eben als Zirkusakrobat, was er aber nicht war. Ach so, ich wollte gerade fragen, ob Sie noch was vormachen wollen. Nein, aber ist dann nach Spanien gegangen und ist dann aber am Bahnhof irgendwie angekommen und ist einfach weitergefahren nach Deutschland. Und jetzt die zweite Parallele, Okay. hat jemanden getroffen und der ist dann nach Lübeck gefahren in die Kupferraffinerie, in eine Fabrik. Und das war sein erster Job, nachdem er Kirmesboxer war. Und ja, das ist die Wow. Geschichte meines Vaters. Ja, Ihre Biografie ist ja sowieso völlig crazy, finde ich. Auch dieser Weg zur Medizin, vielleicht können Sie das auch kurz erzählen. Ich finde die Geschichte immer so berührend, weil es auch zeigt, dass es für jeden so einen Weg gibt. Das finde ich so toll daran. Und dass alles möglich ist. Ja, genau. Weil Genau. ich selber wollte immer Medizin machen. Ich weiß gar nicht warum, ob das über die Liebe meiner Mutter, die ja Stationshilfe Ja. im Krankenhaus war. Stationshilfe, ein Beruf, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Man macht die Menschen sauber, man kocht, man unterstützt bei der Medikamentenausgabe, ohne dass man jetzt das Studium oder die Ausbildung der Krankenpflege gelernt hat. Und die hat das vergöttert, die Medizin. Und vielleicht auch deswegen, weil ihr Vater ja ein Wunderheiler war, ein Naturheiler. Ach so. Und meine Mutter hat mir sehr viele medizinische Geschichten, wie man mit Urin Schweißdrüsenabzesse behandelt oder mit Olivenöl Mittelohrentzündung. Ja. Damit bin ich ja aufgewachsen und ich habe mir gewünscht, Medizin zu studieren. Und ich hatte aber ein ganz schlechtes Abitur, was eigentlich großartig war für Wedding, dem Arbeiterbezirk, mit 2,3. Ich glaube, keiner im gesamten Ach ja. Bezirk hatte 2,3. Super. Gut, ich habe nur 2,6, also Respekt. Hier haben Ja, Sie und das im gewonnen. Wedding, das ist so bayerisch 1,0, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz 2,3 würde bedeuten, wahrscheinlich 98 Jahre warten auf Medizinstudiumplatz. Und ich habe dann entschieden, nicht den Jurastudienplatz anzunehmen, weil ich sowieso mich nicht gerne streite, schon gar nicht per Papier. Und zweitens habe dann entschieden, Krankenpflegeausbildung anzufangen und habe das hier an der Charité begonnen und kriege dann ein halbes Jahr später
einen Brief, dass ich eingeladen werde zu einem Interview, weil 3% der Medizinstudienplätze wurden damals verteilt. Und dann habe ich den Studienplatz bekommen und ich erinnere mich noch, wo mich Wahnsinn. der Professor, den ich aber nicht kenne, fragte, warum wollen Sie Medizin studieren? Und ich sagte, ja, meine Mutter hat Arthrose, hat Diabetes und ich würde das gerne ihr helfen. Und dann sagte er, ja, machen Sie doch einen Volkshochschulkurs. Und dann sagte ich, aber das wird doch nicht reichen, weil ich will meiner Mutter wirklich helfen und behandeln. Und behandeln, glaube ich, darf man ja nicht, nachdem man die Volkshochschule besucht hat, ohne das schlecht machen zu wollen. Und irgendwie, so naiv, habe ich mir das jetzt irgendwie erklärt, habe ich dann den Studienplatz hier an der Charité bekommen und habe Krankenpflege, dann in Medizin studiert, dann war ich hier Assistent, Facharzt, Oberarzt, Leitender Oberarzt und dann jetzt der Ordinarius an der Frauenklinik der Charité. Wahnsinn. Unglaublicher Weg. Ich meine, wenn man auf so einem Weg ist, das ist Ja. ja auch, wenn man eine Krankheit hat, Patient ist, wenn man auf dem Weg ist, merkt man gar nicht, was man alles so zurücklegt, aber manchmal guckt man dann und denkt so, boah, Absolut. ist schon ein ganz schönes Stück gewesen so. Ja, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch immer nur eine Summe von Dingen, die zusammenkommen. Also es ist nicht alles in meiner Hand gewesen, sondern es haben Ja. ganz viele Menschen, insbesondere auch natürlich das Zutrauen meiner Eltern, aber auch meiner Geschwister, aber auch von vielen Menschen, die mich unterstützt haben. Ob das in der Krankenpflegeschule waren, ob das jetzt hier im Krankenhaus war. Und deswegen bin ich auch dieser Stadt, diesem Krankenhaus, aber auch diesem Land dankbar, dass das grundsätzlich möglich ist. Also man kann Ja. das schaffen. Und ich kann natürlich auch erzählen, dass viele gesagt haben, es ist unmöglich. Ja, aber da sind Sie natürlich so ein Typ, wenn jemand kommt und sagt, das ist unmöglich, dann sagen Sie, ja, Moment mal. Absolut. Ja. Und das finde ich, das war ja bei mir auch. Bei mir haben auch viele gesagt, du hast das und das wird so und so ablaufen. Und ich habe gesagt, nee, das wird anders sein. Und diese Stärke muss man halt erstmal haben. Das wünsche ich vielen Patienten, dass die Stärke in sich finden. Durch verschiedene Werkzeuge kann man ja daran arbeiten. Aber das ist wirklich faszinierend, ja. Also, Ja, ich denke, das ist Demut. Ne? Also, dass man eben, egal wie überzeugt man von einer Sache ist, auch immer die Grenzen kennt. Und ich denke, das ist auch Wissenschaft, dass man Wissenschaft versteht, was ist gesichert, aber auch immer versteht, was ist nicht gesichert. Und deswegen gibt es auch in der Medizin keinen Absolutismus. Und ich bin nicht der Meinung, dass man gleich immer alles kategorisieren, sondern es ist eher wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Aber man muss sich gemeinsam auf einen Weg bringen. Und deswegen bin ich da auch ganz glücklich, dass man immer noch Dinge weiterentwickeln kann. Und dieses geht nicht oder darf nicht, das ist das, was mich innerlich immer sehr provoziert. Und das wissen meine Mitarbeiter auch. ja, Bei der Operation, dann rufen die mich an und sagen, Herr Professor Suli, das geht so nicht. Und dann sage ich ja mal abwarten. Und die wissen mich schon so einzuschätzen, dass sie genau das jetzt schon umdrehen. Und dann sage ich es ganz leicht. Und ich dann sage, nein, 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 stopp. Weil ich Ach so. erstmal automatistisch erstmal die andere Perspektive immer einnehme. Aber man lernt natürlich auch, die Grenzen seiner Aussagen zu relativieren. Und das ist eigentlich Stärke. Und Ja. das wünsche ich mir sowohl bei den Patientinnen als auch natürlich bei den Therapeutinnen und Therapeuten. ja, ja. Ich meine, die Kommunikation ist ja eben ein Riesenthema. Ich glaube, Sie sind einfach auch als Typ so, dass Ihnen Kommunikation wichtig ist. Jetzt mal abgesehen von der medizinischen Komponente. Sie haben Ihren Podcast Weißbund. Sie schreiben ja auch noch Bücher und nicht nur Fachbücher, sondern auch noch Romane. Manchmal frage ich mich wann schlafen Sie eigentlich? Das ist ja schon ein riesen wichtiges Thema. Die Frage ist jetzt, wird es denn besser? Haben Sie das Gefühl, es verändert sich was in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient? Nein, Was? ich glaube, es ändert Ich habe sich gedacht, Sie bisher. sagen ja. Oh Gott. Er sagt nein. Ich glaube, nein. Also das ist nicht das, was ich mir vorstelle oder was Menschen sich wünschen. Und ich glaube, dass die Kommunikation in der Medizin letztendlich das Spiegelbild das ist, was in der Gesellschaft passiert. Ist dann die Kommunikation in der Gesellschaft besser durch die Digitalisierung? Meine Frage. Ja und nein, würde ich sagen.
Wir hatten letztens eine Party, da saßen dann so Teenager mit ihren Handys. Dann habe ich gesagt, nächstes Jahr auf der Party sammle ich alle Handys ein und erst wenn die Leute gehen, kriegen sie ihr Handy wieder. Zum Beispiel. Da würde ich sagen, nein. Auf der anderen Seite sind viele Leute auch sehr achtsam. Kann aber auch sein, dass ich nur mit achtsamen Leuten zu tun habe, könnte man jetzt sagen. Aber ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also Absolut. ich hatte gehofft, Sie sagen, ja, natürlich ist es besser geworden, weil, keine Ahnung. Die Frage ist natürlich, wo hakt's? Hakt's auf der Patientenseite? Was kann der Patient tun für eine gute Kommunikation? Ich glaube, dass viele Patienten auch so, der im weißen Kittel und so, Absolut. da muss man vielleicht dran arbeiten als Patient. Und der Arzt wiederum hat so dieses, ja, ich sag dir jetzt, wie es geht. Absolut. Ich glaube, was wir machen müssen, ist das Wort Kommunikation erstmal auflösen. Was meinen wir damit? Geht es um eine Information, die man einfach übermittelt, oder geht es um eine vertrauensbildende Maßnahme um Aufbau einer Beziehung? Wenn wir uns erstmal diese Frage stellen, dann gibt es vielleicht eine Kommunikationskategorie A und eine B und eine C. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich eine Informationsübermittlung mache, dann kann ich vielleicht die und die Technik sogar dafür nutzen oder die und die Printmaterialien. Und dann geht es aber um Dinge, wie kriege ich die Beziehung stärker? Und ich glaube, das fängt erstmal damit an. Und dann können wir uns überlegen, ist das das richtige Medium? Ist das die richtige Dosis? Ist das die richtige Zeit? Und mir ist viel wichtiger als die Wortspielerei die Beziehung. Und so ist das ja auch im Privaten. Wenn die Beziehung gut ist, kann auch ein schlechtes Wort die Beziehung abpuffern. Wenn die Beziehung schwach ist, dann wird es ein Problem. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir einfach viel mehr direkt kommunizieren und sagen, ich bin so. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Zahnarzt und viele wissen, dass ich große Vorurteile gegen Zahnärzte habe und habe gesagt, wissen Sie was, ich traue eigentlich nicht vielen Zahnärzten. Zweitens mag ich keine Schmerzen haben. Und drittens bin ich auch jemand, der nicht sehr gerne loslässt. Und viertens, ich bin Professor an der Charité. So, und das hat natürlich die Leute verunsichert. Aber mir war es wichtig, dass ich das aussage. Weil ich wollte, dass sie wissen, wie ich ticke. Und dann muss ich schauen, ob die Person, die mit mir in Beziehung geht, in die therapeutische Begleitung, dann auch die richtige ist und mich auch so akzeptiert. Und da wünsche ich mir auch, dass man viel ehrlicher miteinander kommuniziert. Und deswegen sage ich, gehört auch meine Romanschreiberei dazu. Weil wie soll ich denn ganzheitlich jemanden sehen, wenn ich nur in einem Mikrokosmos lebe? Ja, es ist toll, dass es Menschen gibt wie Sie, die so denken, aber der 0815-Arzt ist natürlich mit sowas, glaube ich, schon schnell überfordert, ja? Klar. Also soll der mir jetzt in der Sprechstunde, die heißt ja auch Sprechstunde, also man soll ja auch sprechen, erzählen, dass er gern Klavier spielt oder also wie genau, wie macht er das dann, dass er eben das herstellt? Oder was kann ich tun? Absolut. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass es nicht so eine Dr. Jekyll und Dr. Hyde Diskussion gibt. Also ich bin jetzt Arzt und ab 18 Uhr bin ich jetzt Pianist oder Superkoch. Sondern ich bin Mensch und zwar zur selben Zeit. Und was nicht heißt, dass ich mit Musik den Patienten überwältigen muss. Aber ich darf kein No-Go sein, das Thema Musik, wenn es uns verbindet, als Thema zu nehmen, um in Beziehung zu gehen, um eine vertrauensbildende Beziehung aufzubauen. Also erstmal ist, glaube ich, das wichtig, dass diese Liberalität der Felder durchaus gegeben ist. Und natürlich, wenn Sie zu mir kommen, wollen Sie nicht über meine Bücher was hören, sondern Sie wollen wissen, was ist die beste Diagnostik, was ist die beste Therapie. Das mache ich auch, weil das ist meine Kernkompetenz. So, unabhängig davon darf ich aber durchaus eine menschliche Note geben. Und warum kann ich nicht, wenn wir beide traurig sind und ich Musik könnte, was ich nicht kann. Ich kann vielleicht tanzen, aber ich kann nichts singen. So sagt das meine Frau. Aber ich kann auch kein Musikinstrument. Aber warum können wir uns nicht über Musik nähern und ihnen in dem Thema Musik ihre Selbstsicherheit erstmal geben, um dann mit ihnen über ganz andere, schwierige, intime Themen zu gehen. Weil das merke ich im Gespräch, dass Patienten teilweise sich
entpersonifiziert sehen. Ja, ja. Und dann sagen und schwimmen, weil sie in ein Gebiet gehen, wo sie nicht zu Hause sind, nicht zu Hause sein wollen. Ja. Und warum gehe ich nicht zurück und sage, lassen wir uns über ihre Musik uns unterhalten? Deswegen, das interessiert mich ja auch als Mensch, aber ich mache das auch, um das Empowerment zu stärken. Und das kann die Musik sein, das kann aber auch das Steuerbüro sein. Das ist verrückt, mir fällt es, also Sie haben mir nicht meine Diagnose damals mitgeteilt, sondern es war wirklich wie, bei mir war das wirklich wie aus einem schlechten Film, ein überforderter Arzt, ganz traumatisierend, auch für meinen Mann. Und dann bin ich über Umwege bei Ihnen gelandet und es stimmt, Sie haben, das fällt mir jetzt erst ein, stimmt, wir haben über dieses Stück gesprochen, was am Friedrichstadtpalast lief. Ja, aber das kommt mir jetzt erst. Ja, interessant. Aber das mache ich auch nur deswegen, weil mich das auch wirklich interessiert. Weil wenn Sie über Ihre Musik reden oder Ihren Beruf, dann sehe ich ja, wie das Funkeln ist. Ja, Ob Ihnen das eine Quelle ist, die Sie stärkt oder schwächt. Das zeigt mir, wie Sie sprechen, wie die Augen schauen und wo die Prioritäten sind. Und dann ist das viel einfacher, auch zu schauen, wie gehe ich wieder zurück. Und das finde ich ganz spannend. Wenn jemand zum Beispiel auf der Intensivstation ist, im Koma, ist es ganz hilfreich, dann Bilder, Videos von ein paar Wochen vorher zu sehen, um dann zu überlegen, wie schaffe ich diesen Menschen wieder in diese Situation zu bekommen. Und das beeinflusst natürlich auch den Therapeuten. Weil das, natürlich wollen wir alle leben, aber wenn man die Lebensenergie sieht, hat das so eine ganz andere Motivation. Und das klingt vielleicht unwissenschaftlich, aber für mich, für die Beziehung extrem wichtig, diesen Menschen zu sehen und nicht nur zu schauen, wie lange ist jemand tumorfrei. Das ist nicht das. Und damit komme ich auch viel klarer klar, selbst wenn die Geschichte nicht zu gute Ende geht, dass diese Energie so lange wie möglich erhalten wurde. Und zwar für die Person in der Form, die sie sich gewünscht hat. ja. Wo Sie jetzt gerade sagen, Sachen gehen nicht gut zu Ende. Sie haben ja ein Buch geschrieben über das Thema, wie vermittle ich schlechte Nachrichten auf eine gute Art und Weise. Wie hätte man denn jetzt, oder wie sagt man am besten jemandem, du hast Krebs? Ich habe das nie erlebt, dass mir jemand das auf gute Art und Weise, wir können es jetzt nochmal proben. Ich kann es jetzt nochmal mein Trauma ersetzen. Können wir versuchen. Also, ja. Also wenn man diese Szenerie machen möchte, ist natürlich erstmal wichtig zu verstehen, kennen sich diese beiden Menschen. Das ist was anderes, als wenn wir uns seit Jahren kennen, ich ihr Hausarzt war, oder ich jetzt plötzlich ein Arzt bin, der sie zum ersten Mal sieht. Zweitens, sind sie vorbereitet auf eine schlechte Nachricht oder nicht? Gab es einen Befund, der schon angeklopft wurde, das könnte bösartig sein, oder sie kommen und sagen, sie hatten Bauchschmerzen und ich sehe im CT, das ist alles voller Metastasen. Viertens, wer sind ihre Resilienzquellen? Was gibt ihnen Stärke? Brauchen sie jemanden dazu? Sind sie selbst? Und was passiert danach? Was Ärzte häufig tun, dass sie auf die Informationsübermittlung sich konzentrieren. Und das ist zu wenig. Es geht um die Beziehungsebene. Und ich hatte vor einigen Jahren ein großartiges Seminar gemacht mit 7 Kommissaren und 7 Ärzten. Also Polizeikommissar. Auch der Polizist kennt man ja bei Tatort. Ach so, ja, ja. Sanja, sind Sie schlechte Frau Nachrichten. Meier? Kann ich ins Haus kommen? Ihr Sohn Peter ist tot. Ja, Punkt. ja. Und da haben wir das so gemacht, dass wir Simulationspatientinnen hatten, die eben den Fall aus der Medizin und dann den Fall aus der Polizeiwelt dargestellt haben. Und das war ein Kind, war bei der Oma, die Eltern zum ersten Mal im Theater, Oh Gott. 40er Kindstod. Und jetzt muss die Polizei den Eltern das erzählen. Und dann haben wir als Ärzte diese Szenerie beobachtet und kritisiert. Andere Szene, Patientin Eierstockkrebs, Endstadium, keine Behandlungsoption mehr. Und der Arzt übermittelt das Ende der Behandlungsmöglichkeiten kausal, also ursächlich. Und die Polizisten schauen zu. Und ich konnte es nicht glauben, man konnte voneinander lernen. Aha. Und der Polizist, für den war das die Qual, wie ein Arzt.
indirekte Sprache nutzt, wie lange er brauchte, um die Information zu übermitteln. Und die Ärzte waren geschockt von den Polizisten, dass die sagen, ihr Sohn Peter, 13 Jahre, ist tot. Aha. Und zwar ohne Ankündigung. Aha. Der eine zu schnell, der eine zu langsam. Und was ich damit sagen möchte, ist, das ist, wie man die Bewertung des Zieles der Informationsübermittlung formuliert. Geht es um die Beziehung oder geht es um die Information? Und was nur gesagt werden kann, ist eine Warnung. Das zweite ist die Botschaft. Drittens Raum lassen, selbst für diese Unverständlichkeit, für den Schock. Wenn alle ohnmächtig, ich habe Patienten schon gehabt, die sind ohnmächtig geworden bei der Übermittlung. Ja, ja. Dann gilt es aber, das auszuhalten, wieder sich hinzusetzen, mal eine Minute nichts zu sagen und dann zu fragen, wollen wir weiterreden? Oder wollen wir in eine nächste Verabredung gehen? Das sind also Schritte, und weil es geht um die Beziehung. Es geht nicht nur um die Information. Und wenn das so schief gelaufen ist, das gibt es, Ja. biete ich den Patienten an, sogar den Raum zu verlassen und zu sagen, wollen wir die Szene nochmal wiederholen, weil es ist nicht gut gelaufen. Ja, ist gut. Und in einer halben Stunde Ja. können wir uns wieder treffen, wenn Sie wollen. Nicht wegrennen. Wie in einer Beziehung. Dann sagt man auch nicht immer das Beste in der richtigen Situation. Aber diese Kraft und dieses Aushalten, weil Ärzte können Stille nicht aushalten. Weil häufig Ärzte über die Informationsübermittlung, ich habe es gesagt, um sich zu befreien. Ja, ja, klar. Natürlich. Wow, okay. Ja, interessant. Also wir machen dann für mich nochmal ein extra Date und löschen mein Trauma. Stichwort personalisierte Medizin. Wichtiges Thema, was mich persönlich ja auch betrifft. Können Sie kurz erklären, was ist überhaupt personalisierte Medizin und was ist da der neueste aktuelle wissenschaftliche Stand? Das ist ein großes Wort. Personalisiert heißt eben, dass man ganz individualisiert auf den einzelnen Menschen die Tumorerkrankung erstmal erkennt, die eben weit mehr ist als nur der Blick durch das Mikroskop. Früher hat man gesagt, da gibt es einen roten Krebs, einen blauen Krebs, einen grünen Krebs. Personalisierte Medizin bedeutet heute, dass man hinter dieser Farbe schaut und schaut, welche tumorbiologischen Mechanismen könnten die Ursache dafür sein, dass dieser Krebs überhaupt Krebs wurde. Ja. Und gibt es unterschiedliche Entstehungswege. Und es gibt sogenannte unterschiedliche Treiber, die den Krebs treibend zur Unsterblichkeit des Krebses, dieser Verlust, dieser sogenannten programmierte Zelltod. Die Krebszelle vergisst, dass sie sterben muss. Deswegen wächst sie ja immer weiter. Und mit diesen ganzen neuen Techniken versucht man also einmal die Krebszelle besser zu verstehen, aber auch die Umgebung und die Interaktion zwischen Immunsystem und Krebszelle. Und deswegen reicht dieser Blick in diese Farbenmikroskopie nicht mehr aus, sondern man muss aufwendige DNA-Analysen durchführen, also aus der Erbinformation, um dann zu schauen, was könnte denn ganz spezifisch für die Therapie sein, um wegzukommen von der klassischen Krebstherapie, Chemotherapie. Wir killen erstmal alles, was schnell wächst. Ja. Und das ist eben nicht personalisiert, sondern das ist eben kategorisiert. Das heißt, eine Chemo für alles. Und das ist der Wandel. Und da sind wir schon extrem weit. Und es gibt unglaubliche Geschichten, die leider nicht alle erleben, aber ich darf das wirklich verraten. Sie sind der unglaublichste Fall, den ich erlebt habe. Das ist wirklich der unglaublichste Fall. Also einmal natürlich mit ihrem eigenen Willen, Oh, das aber ist, ja. ja, aber ist wirklich so. Und ich habe ja schon viele gesehen. Ich mache das jetzt 27 Jahre. Aber das gibt extrem Kraft und Mut. Ja? Und vor allem, das gibt auch Demut. Und vor allem passt das ja wunderbar zusammen. Aber wenn man das nicht glaubt, und ich kann Ihnen nur sagen, die Alternativen waren ja grottenschlecht. Punkt aus. Bei mir jetzt. Ja, die waren nicht so gut. Trotzdem hätten 99% der Ärzte das ausgesprochen. Punkt aus. Obwohl sie grottenschlecht sind. Und deswegen ist das großartig. Und das ist ein Weg, den wir weitergehen müssen, der aber noch sehr, sehr weit ist.
weil leider wir die ganzen Treiber, die Geheimnisse der Krebszelle noch nicht verstanden haben und wir noch nicht so weit sind, für jede Patientin, jeden Patienten das super Konzept anzubieten, was eben nicht die klassischen Nebenwirkungen hat. Und selbst die zielgerichtetesten Therapien haben leider ja auch noch Nebenwirkungen. Ja, ja. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Ja, ja. Trotzdem ist das ein Riesenschritt, den wir auch nicht mehr zurückgehen werden. Gibt es so ein Highlight, wo Sie sagen, wow, im letzten Jahr, das war wissenschaftlich für mich so ein Highlight? Naja, ich denke, dass beim Gebärmutterkörperkrebs, das ist eine Erkrankung, die ja häufiger ältere Frauen betrifft, aber manchmal auch junge, dass wir jetzt eine Immuntherapie als einer der Standardtherapien haben, ist ein Riesenschritt, weil das war eine Erkrankung, wo man die letzten, sag ich mal, 50 Jahre gesagt hat, Chemo, aber die wirkt nicht und es wird nie was anderes geben. Und das ist ein Riesenschritt und man sagt sogar, dass das so wie so ein Cinderella-Phänomen ist, dass man das eben jetzt erstmal wiederentdeckt und sagt, okay, auch diese Frauen kriegen plötzlich einen Zugang zur Innovation und gibt es viele andere Erkrankungen, auch aus der Erwachsenenmedizin, auch bei Männern und bei anderen Tumoren, wo man sieht, oh, das geht auch. Früher war das eigentlich undenkbar zu glauben, chemotherapiefreie Konzepte. Jetzt ist das schon in Ja. vielen Erkrankungen Standard. Toll. Und weil Sie gerade über Chemotherapie sprechen, Sie haben ja auch wirklich im Herbst einen tollen Meilenstein geschafft, nämlich diese neue Chemoambulanz Ja, ja. eröffnet. Ich durfte bei der Eröffnung dabei sein und finde es wirklich so toll, dass da ein Raum geschaffen wird, der eben ganz anders Ja. ist als die normale Chemoambulanz. Und da gibt es verschiedene Angebote. Vielleicht können Sie kurz sagen, was man da alles machen kann. Oder was heißt machen? Sie wissen schon, was Ja. wird einem da geboten oder was ist anders? Was unterscheidet sich? Also der erste Schritt ist, glaube ich, gewesen, so ähnlich wie wir heute uns unterhalten, dass mir eine Patientin gesagt hat, als ich sie fragte, was ist die schlimmste Nebenwirkung der Krebsbehandlung, dann sagte sie, das Warten. Ja. Das Warten auf die Blutabnahme, Warten auf die Ärzte und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt rechne ich einfach mal hoch, dass eine Krebspatientin braucht die und die Chemotherapien und so weiter. Wie viel würde sie, wenn sie nur eine halbe Stunde wartet, wie viel Zeit verlieren? Und das waren teilweise 1-2 Monate, Wow. wenn man das alles zusammensummiert. Ja, ja. Weil die Behandlungen gehen ja manchmal 1 Jahr, 2 Jahre und so weiter. So, und dann habe ich mir überlegt, ja gut, das ist ja Lebenszeit. Und manchmal machen wir ja Studien und Therapieverbesserungen auf Basis von 3 oder 4 Monaten. Und das heißt, dass wir die krebsfreie Zeit natürlich auch in Beziehung bringen müssen mit der Behandlungszeit. Und da gibt es ein ganz neues Wort dafür, Time Toxicity. Ah, okay. Finde ich ganz interessant. Ja, Ja, weil was hilft Ihnen die beste Therapie, wenn sie fesselt? Und deswegen habe ich gesagt, dass die Krankenhauszeit oder die Behandlungszeit auch irgendwie besser sein muss. Und warum muss ich denn, wenn ich eine Chemotherapie oder Krebstherapie bekomme, nur warten, bis diese Infusion durchläuft? Warum kann ich nicht Spanisch lernen oder ein schönes Rezept von Ihnen nachkochen oder zumindest mal mich darüber unterhalten oder diese Sendung mir angucken? Aber die Rahmenbedingungen sind natürlich ganz anders. Das ist ja alles zweckorientiert. Ja. Ja. Und da haben wir eben dieses Konzept gestartet. Einmal das Licht, die Lautstärke, die Düfte. 20% der Frauen können gar nicht mehr riechen unter einer Krebstherapie. Und es riecht ja alles so steril oder so nach Desinfektion. Und Riechen ist ja mehr als nur Bewusstsein, ist auch Unterbewusstsein. Das hat was mit den Glückshormonen zu tun. Das hat was mit den Melatoninen zu tun. Und deswegen haben wir das so umgebaut, das Licht verändert, die Materialien verändert. Wir haben Duftmaschinen eingebaut Toll. mit biologischen Düften, mit Lavendel, mit also wunderbaren Duftkombinationen und haben Yogakurse, die man am Chemotherapieraum durchführen kann, haben eine Literaturbank aufgebaut, eine Musikrepertoire, Bibliothek aufgebaut. Und dieses Konzept geht immer weiter, dass man eben Behandlungszeit mehr in Lebenszeit einbindet. Und da bin ich ganz stolz und danke auch Ihnen für die Unterstützung, weil wir haben 7 Jahre dafür gekämpft. ja, Wahnsinn. Respekt, echt. Toll. Aber da sieht man mal wieder, wenn man dranbleibt und eine Vision hat und die Eier hat, ich sag's jetzt einfach mal, dann dran zu bleiben, dann kann man auch was erreichen. Und das Absolut. 7 Jahre sind lang, aber ich bin
total überzeugt, dass wenn wir jetzt da vorne vorbeigehen würden und fragen würden, dass die Frauen, in dem Fall sind es fast eher nur Frauen, weil wir in der gynäkologischen Abteilung hier sind, begeistert sind, dass sie jetzt so einen Ort haben. Ja? Absolut. Also ich finde auch so toll, die Lampen sind ja auch mit so Naturelementen und so. Man liegt ja dann und guckt und es ist einfach ein anderer Ausblick als diese schreckliche Kassettendecke oder wie das Absolut. heißt. Also Und dass man merkt, dass die Umgebung merkt, dass es eine besondere Situation ist. Diese Achtsamkeit. Und ich merke auch, dass das Personal sich anders bewegt und läuft und auch eine andere Zufriedenheit bekommt. Und auch das Aquarium, da war ja für mich extrem wichtig, Fische. Und ich habe die Fische selber ausgesucht. Und das ist großartig zu sehen, wie das entschleunigen kann und vor allem auch den Dialog mit sich selbst erlaubt. Aber auch möglich ist, in Beziehungen mit anderen Menschen zu gehen. Also das ist extrem wichtig, aber es muss weitergehen. Mir ist wirklich wichtig die evolutionäre Weiterentwicklung. Und da ist eben zum Beispiel das Essen ein Riesenthema. ja. Na, da unterhalten wir uns dann beim nächsten Interview drüber und tauschen unsere Rezepte aus oder kochen irgendwas Verrücktes. Sehr, sehr gerne. Da habe ich ja immer 1000 Ideen. Ich finde es auf alle Fälle super, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen von Herzen. Es ist immer eine Freude und immer vor allem auch sehr inspirierend, sich mit Ihnen zu unterhalten, weil Sie so sprühen und man immer was mit nach Hause nimmt, wo man garantiert lange drüber nachdenken wird. Und das ist was sehr Bereicherndes und ich finde, das ist auch das, was es ausmacht, mit anderen Menschen sich auszutauschen, dass man wieder auch ein Stück Neues mit nach Hause nimmt. Absolut. Darum geht's ja. Danke. Ich danke Ihnen, Danke lieber Ihnen. Professor Sehuli, und wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht auch mal ein bisschen Freizeit. Keine Ahnung, aber Sie arbeiten auch gern. Ist auch gut. Also, vielen Dank und bis bald. Danke. Celebration. Celebration. Sehr gut.